Das Wetter ist gut und die Sonne scheint. Die Stimmung in der Corona-Gang ist noch besser. Nach 2 Wochen Zwangspause sind wir wieder voll einsatzfähig. Und auch für das nächste Wochenende sind wir finanziell gesichert. Das heißt, dass wir auch da unsere Schützlinge wieder versorgen können. Na denn, Eier und Reis werden am Freitag angeliefert, damit die Coroneros ihren Pflichten nachgehen können. Es wird alles schön gestapelt und ist bereit für den Einsatz. Tonnenweise Reis und tausende Eier wollen eingetütet werden, damit sie verteilt werden können. Das macht der zuständige Teil der Corona-Gang dann auch mit großem Enthusiasmus. Es sieht aus, als würde die Corona-Gang ein gutes Wochenende haben. In 2 Wochen Zwangspause waren die behördlichen Bürokraten natürlich nicht untätig und es hat wieder ein paar Änderungen im Prozedere gegeben. Die sind aber nicht weiter schlimm. Samstagvormittag. Im Lokal- und Hinterzimmer werkelt die Reis- und Eiercrew fleißig vor sich hin. In der Seitenstraße haben sich wieder die Hundertschaften der Hungrigen versammelt, um am Hoftor die Nummern zu empfangen. Jetzt wird auch wieder registriert, um Schummeleien zu verhindern. Mit großem Abstand und zeitlich gestreckt. Wir wollen Korönchen ja keine Angriffsmöglichkeit bieten.
und am Nachmittag wird dann wieder fleißig verteilt, mit noch größerer zeitlicher Streckung und weiteren Abständen, Temperaturmessen und gründlicher Desinfektion. Für unsere Crew ist der neue Ablauf entspannter als früher, weil alles entzerrt ist. Wir haben keine Angst davor, schnell und hart zu arbeiten, aber wenn zwischendurch mal Zeit für ein Schwätzchen oder Späßchen ist, dann meckert keiner. Wir tun ja trotzdem unsere Pflicht. Die Bedürftigen freuen sich auch, dass sie wieder versorgt werden und ziehen mit ihrer Beute glücklich von dannen. Und mit der Gewissheit, dass sie am kommenden Wochenende wieder versorgt werden, was für die meisten von ihnen sehr beruhigend ist. Als dann die letzten bedient sind, wird der Pick-up noch mit Rationen für 60 Familien in Caron beladen. Die durften nicht kommen, weil in ihrem Bezirk ein starker Corona-Ausbruch ist. Gong, Ian und Kiat sollen sie morgen aber unter strengen Sicherheitsmaßnahmen beliefern. Und dann entwischen Tangma und Palit wieder mal aus dem Sicherheitstrakt. Sie hoffen darauf, noch helfen zu dürfen, aber es reicht nur noch, um ein paar Clownereien vorzuführen, ehe Feierabend ist. Der Sonntag beginnt dann leider nicht sehr erfreulich. Gong, Ian und Kiat sollten die Familien in Caron beliefern. Das hat sich inzwischen erledigt. Der Corona-Ausbruch in dem Viertel ist so stark, dass man fast alle Bewohner in ein Feldhospital in Patong in Quarantäne verfrachtet hat. Das ist ein Tritt in den Unterleib für die Coroneros, aber nichts dran zu ändern.
So bleiben diese Rationen für Nachzügler und für das nächste Wochenende erhalten. Mit leicht hängenden Ohren ziehen Prop und der Dino los zu den Nicht-Mobilen, wo sie schon sehnsüchtig erwartet werden. Leider sind auch dort nicht alle erreichbar. Einer ist am Vortag verstorben, ein anderer ist mit Krebs im Krankenhaus gelandet und niemand weiß, ob er da lebend wieder rauskommt. Und 2 weitere sind infiziert und in Quarantäne gelandet. Hätten wir bloß am Freitag nicht so von dem schönen Wochenende getönt. Aber es hätte wahrscheinlich auch nicht geholfen, wenn wir das gelassen hätten. Dem Dino platzt der Kragen und er schreit unvermittelt los. Corona, du nervst echt! Keiner hier mag dich, also verpiss dich endlich! Ob's hilft, darf bezweifelt werden, aber der Druck ist erstmal raus. Im Laufe des Sonntags und am Montag kommen dann noch Selbstabholer ins Haus, um sich ihre Verpflegung zu sichern. Und dann ist endgültig Feierabend bis zum nächsten Wochenende. Wenn es euch mal bis oben hin steht, brüllt ruhig los. Es ändert nichts, aber es entlastet das Gemüt. Bleibt gesund und bleibt stark. Eure Coroneros.